Ein ambitioniertes Projekt mit engem Zeitplan. Die AKA Bank, das steht für Ausfuhr Kreditgesellschaft, benötigte zum Jahresstart 2024 eine neue Software für ihre Finanzbuchhaltung. Wir von Softwarepartner durften sie dabei begleiten. Wir haben jetzt Stefan Jacobi von der AKA im Studio. Gemeinsam mit dem externen Projektleiter Martin Jackstein berichtet er uns davon, wie die Softwareeinführung in weniger als einem Jahr geklappt hat. Ich bin gespannt. Ja, danke Inga und hallo Stefan und hallo Martin. Moin. Hallo Dirk, moin. Morgen, hallo, morgen. Stefan, du bist bei der AKA. Machst du ganz kurz ein paar Takte zu dir sagen und Martin, vielleicht du auch zu dir, dass wir euch kennenlernen, dass wir wissen, was ihr genau macht? Nee, klar, sehr gerne. Also dann würde ich anfangen, Martin, an der Stelle. Ja, Stefan Jacobi, bin bei der AKA seit mehr als 13 Jahren tätig, verschiedenen Positionen gewesen, hauptsächlich im Rechnungswesen und Controlling. Mittlerweile jetzt seit knapp 7 Jahren Leiter Finance und dann natürlich auch für die Accounting-Themen in der Bank verantwortlich. Genau. Ja. Und Martin, du bist bei Adesso, ne? Ich bin seit 5 Jahren bei Adesso und ich habe dort die Leitung eines Competence Centers und wir machen Business Consulting für den Bankenbereich. Ja. Stefan, ihr hattet als ihr euch da auf die Suche gemacht habt oder machen musstet, um eine neue Finanzbuchhaltung einzuführen, sehr spezielle Herausforderungen. Machst du damals zur Vorgeschichte ein bisschen was erzählen und warum ihr euch dann auch an die Adesso gewandt habt, dass sie euch bei den weiteren Schritten unterstützt? Ja, nee, sehr gerne, Dirk. Ja, Vorgeschichte zum Projekt quasi. Wir hatten ein Altsystem, was wir seit 2006 im Einsatz hatten, das jetzt quasi End of Life war. Der Nachfolger der Software, also des Softwareprodukts der Hm. Softwarefirma, hat sich dann in dem Projekt als nicht final passend herausgestellt und dementsprechend haben wir auch die Adesso mit engagiert, uns bei der Suche nach einem passenden Hm. Finanzbuchhaltungssystem zu unterstützen. Ja. Martin, da kamt ihr ins Spiel, ne? Da kamen wir ins Spiel und wir durften mit der AK gemeinsam einmal analysieren, was die speziellen Anforderungen sind, haben dann daraus eine Longlist gemacht, Hm. sind dann immer tiefer eingestiegen, konnten dann eine Shortlist drauf machen, sodass wir dann sehr spezifisch auf die Suche gehen konnten nach dem passenden Softwareprodukt, Ja. waren da immer im engen Austausch mit der AK Bank und dann haben wir gemeinsam in so einem Funneling-Prozess Hm. diejenigen, die in Frage kamen, immer weiter eingeschränkt und verdichtet und konnten dann am Ende mit der AK Bank genau sagen, okay, da gab es 2 oder 3 Anbieter, die in den näheren Kreis kamen, die die speziellen Anforderungen der AK Bank erfüllen konnten. Und mit denen sind wir dann in den ganz engen Austausch gegangen und haben dann am Ende einen Softwareanbieter, man rate, wer das war, herausgefunden, der genau gepasst hat auf das, was die AK Bank gesucht hat. Und was waren so, Frage geht eigentlich an euch beide, was waren da so die besonderen Herausforderungen? Was war das, wo ihr gesagt habt: „Mensch, okay, das ist jetzt 'ne Challenge?“ Also ich kann gern von meiner Seite, Mhm. Challenge war natürlich die zeitliche Komponente einerseits, Ja, wie gesagt, System End of Life, Themen mit dem Wirtschaftsprüfer, nicht mehr supportetes System und dann, sagen wir mal, innerhalb eines Jahres quasi eine neue Finanzbuchhaltung auf die Beine zu stellen, würde ich als die größte Herausforderung sehen. Aber Martin, du hast sicherlich auch noch mhm, weitere Herausforderungen Ja, die parat. ganz große Herausforderung war der fachlich-inhaltliche Teil. Ne? Also, mhm, dass die besondere Art der Rechnungsstellung mit eurem besonderen Geschäftsfeld, den Exportfinanzierungen, dort genau passend das Buchhaltungssystem zu finden, das war nicht so einfach. Das kann nicht mhm, jedes System. mhm, Und diese Kombination, die auch du genannt hast, einmal enger Zeitrahmen, wir mussten sehr, sehr schnell loslegen und hatten einen festen Liefertermin und dann die besonderen fachlichen Anforderungen. Da hat sich dann schnell die Anzahl der in Frage kommenden Anbieter eingeschränkt. mhm, mhm.
Und dann seid ihr ja in das Projekt gegangen. Das war wann? Das war Anfang 2023, also ich glaube Ja, so Februar, März ungefähr. Also genauer ja. Anfang, hätte ich jetzt gesagt, steht nicht so genau fest, weil wir so ein bisschen Ja, ja. iterativ am Anfang noch unterwegs waren. Aber also Hm. spätestens im März sind wir dann gestartet, ja, mit der engen Ja, Timeline. 1.1.24 muss es fertig sein. ja. Das heißt, ihr seid dann gestartet. Das Projektteam, das bestand dann aus wie vielen Kollegen von AKA, Adesso und von uns? Wer war da insgesamt Also dabei oder wie viele Personen wart ja, ihr? bei uns auf der Seite, AKA, hat es ein bisschen variiert. Also wie gesagt, wir hatten ein Kernteam mit 3, 4. Also in Spitze waren es dann irgendwann so 6 Mitarbeiter. Ich glaube, Martin, von eurer Seite waren es dann 2 quasi Genau, wir mit waren zu deiner zweit. Person. Hm. Genau, und bei der Und wir S&S waren haben es ja, glaube ich, waren es also 3 vordergründig, aber sicherlich im Hintergrund natürlich noch Hm. mehr im Rahmen der Programmierung oder sowas. Also wie gesagt, ein überschaubares Projektteam Hm. für ein Projekt dieser Größe, aber wie gesagt, hat dann auch gut zusammengespielt, das Projektteam. Also wir können ja mal hinten anfangen. Denn ich sag, wir spoilern mal. Also ihr wart nachher in Time und in Budget, wenn ich das richtig verstanden habe, weitestgehend? Oder Wir, ja, wir waren in Time, in Budget. Natürlich gab es noch ein paar Nacharbeiten oder sowas, die dann hm. sich jetzt über 24 dann gezogen haben, aber das war auch klar. Aber wir waren mit einer Hm. funktionsfähigen Finanzbuchhaltung am 1.1. am Start in der Ja. Zeitschiene und im Budget. Genau. Und aber auf dem Weg war es doch schon zwischendurch sportlich, ne? Weil, also ich meine, also beim Unternehmen eurer Größe und auch der Komplexität eures Unternehmens ist das ja ein Zeitraum, den man normalerweise so nicht unbedingt auf dem Wunschzettel hat. Ähm, Es war auch zwischendurch schon mal dunkelgelb in den Projekten, oder? Also das war eine echte Herausforderung, das so auf den Punkt hinzubekommen. Wir sind agil vorgegangen, da hat man ja sowieso immer also die, Ja. die Kombination agil vorgehen, aber einen festen Liefertermin zu haben, Hm. also das kann einen schon unruhig machen, weil man ja eben nicht diesen ganz festen Projektplan hat und ganz genau Hm. festgelegt hat, bis dann und dann ist das und dann fertig und dann hat man auch nicht so diese klare Sicht darauf, wenn man aus dem Zeitplan herausläuft. Also das war eine echte große Herausforderung und das Projektteam, wie das immer so ist, die hatten natürlich auch alle nicht unbeschränkt Zeit, sondern mussten auch noch Hm. ihren Linienaufgaben hinterherkommen. Aber das haben wir schon gut hingekriegt miteinander und haben immer wieder die Kurve bekommen. Auch wie Hm. Dirk, wie du gesagt hast, obwohl wir zwischendurch wirklich mal gesagt haben, jetzt wird es wirklich eng hinten raus, dass bis Ende des Jahres, dass wir das so weit Hm. umgesetzt bekommen, dass wir dann auch live gehen können. Das stimmt schon. Ja. Ja, aber es hat halt funktioniert, weil Hm. es war halt eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen unseren, sagen wir mal, 3 Playern, S&S, Adesso und AKA. Das hat im Projektteam gut funktioniert und es war Hm. vieles aufeinander abgestimmt, sodass wir da auch dann im Endspurt dann ja auch die Ziellinie überquert haben. Hm. Also man muss ja auch sagen, wir drei haben in dieser Konstellation so noch nie zusammengearbeitet. Und dafür muss ich sagen, also von außen in der Wahrnehmung, weil ich war ja nun selber nicht im Projekt, also meine Wahrnehmung war, dass ihr euch sehr, sehr schnell zusammengefunden habt. So, ich sag mal, Teambuilding, ja, was so Rollen angeht, wer macht was und wie funktioniert die Zusammenarbeit auch, und dass ihr da relativ zügig dann auch unterwegs wart und auch als Team funktioniert habt, ne? Also was wirklich im Team sensationell gut funktioniert hat, das war, man, man sprach alles offen an und zwar nicht immer geglättet und Hm. politisch aufbereitet, sondern wir haben die Probleme und die Herausforderungen, die haben wir untereinander ausgesprochen und haben klar gesagt, was funktioniert nicht. Wir haben nicht um den heißen Brei rumgeredet und Ja. das haben alle Beteiligten total professionell und lösungsorientiert dann auch aufgegriffen. Und wenn wir im Team nicht weiterkamen, Stefan war da, die Geschäftsführung von der AK war da und ihr von der S&S wart auch da und habt im Hintergrund auch Leute bereitgestellt und habt für Lösungen gesucht. Hm. Und das hat immer wieder funktioniert bei allen Themen, die kamen.
sodass wir dann tatsächlich dann auch schon gesehen haben, wir kriegen nach und nach die Themen abgearbeitet. Es kamen Hm. immer wieder neue dann Ja. dazu, aber wenn man in so einem Modus drin ist und man gemerkt hat, okay, da gab es eine Herausforderung, die war schwierig, die hat man aber Ja. gemeinsam hinbekommen, dann wächst das Vertrauen ineinander, dass man das nächste auch wiederum hinbekommt. Und als es dann irgendwann auf die Zielgerade ging, wir sagten, also es gibt einige Themen, die werden nicht fertig werden. Da kann ich mich noch gut dran erinnern, da gab es einen Lenkungsausschuss, da haben sich alle Beteiligten tief in die Augen geschaut und gesagt, kriegt ihr das, was wir unbedingt brauchen, um starten zu können zum 1.1., kriegt ihr das hin? Und die Antwort aus dem Projektteam, speziell von S&S war, ja, das kriegen wir hin. Und das und das und das ist ein vertretbares Risiko, dass wir das Hm. danach noch umsetzen. Auch da wurde sozusagen per Handschlag oder per Zusicherung Hm. wurde versichert, dass das funktioniert. Und dann hat dieses Wort auch gegolten. Dieses Vertrauen war da. Und das Ja. das waren die beiden großen Erfolgskomponenten im Projekt. Also, man muss ja auch sagen, also Glückwünsche auch an deine Kollegen, ne? Stefan, du hast da ja auch ein tolles Ja. Team, weil die machen das ja auch nebenbei und müssen sich da in 'ne ganz neue Welt reinfinden und müssen neben dem Tagesgeschäft jetzt plötzlich Testdatenmigration überprüfen. Die müssen sich anschauen, ne, also, die kriegen ja permanent Aufgaben auch in dem Kontext, müssen an Schulungsterminen teilnehmen. Ja, dann gibt es Key-User-Schulungen und, dann gibt es die großen Schulungstermine und Ähnliches. Das habt ihr auch super hingekriegt. Also, ich habe da auch von meinen Kollegen überhaupt gar keine Klagen gehört. Ihr habt da toll Ja. mitgezogen. Es war echt ein tolles Ergebnis. Jetzt erzähl mal, jetzt seid ihr live gegangen, am Anfang 24, habt dann gesagt: „Okay, wir haben jetzt noch ein paar Themen, die“, ne, ich meine, was weiß ich, zum Beispiel Dinge, die man vielleicht erst für 'n Jahresabschluss braucht oder sowas, die haben wir vielleicht noch zurückgestellt. Ähm, und habt dann aber auch noch Coaching hinten raus gemacht. Gab es denn noch irgendwelche größeren Schwierigkeiten im Nachhinein oder, was für ein Fazit würdest du heute nach der Einführung der neuen Buchhaltung für dich ziehen? Nee, also klar gab's sagen wir mal, Auffälligkeiten im Nachhinein, wo immer an verschiedenen kleineren Themen oder sowas, wo man vielleicht nicht Mhm. dran gedacht hat oder sowas. Also das wurde aber immer relativ schnell in Abstimmung mit der S&S dann quasi auch wieder umgesetzt, gefixt und so weiter. Also wie gesagt, da hat man jetzt noch ganz viele, sagen wir mal, Auslieferungen, Korrekturen in 24, aber Mhm. immer punktuell. Das, was wir haben wollten, war immer relativ flexibel, schnell umgesetzt, sodass wir jetzt auch, ich hoffe, in den nächsten Tagen dann einen testierten Jahresabschluss 2024 durch die Wirtschaftsprüfer haben und eigentlich also sehr erfolgreich auf die Zeit zurückblicken können dann Mhm. auch, dass wir das umgesetzt haben. Also wie gesagt, die Kolleginnen und Kollegen im Projektteam hatten selbst jetzt nicht so die große Einführungserfahrung von Software Mhm. beispielsweise und sowas, weil wie gesagt, die letzte Software lief seit 2006 bei uns, da war die, aber damals herrschten halt auch noch andere Rahmenbedingungen, würde ich mal sagen, auch als Mhm. Bank. Da gibt es ja sehr hohe Anforderungen mittlerweile der Aufsicht, wenn man eine Software einführt und so weiter. Also das war schon nicht so einfach, ja. Das ist ja, ich meine, Martin, ihr bewegt euch da ja im Umfeld. Ich meine, du machst ja nun Banken grundsätzlich, machst ja viele Bankprojekte. Ja, ihr habt ja sehr viele regulatorische Anforderungen, die ihr auch ständig mit berücksichtigen müsst, und deren Erwartungen ihr erfüllen müsst. Ist denn das auch jetzt alles abgearbeitet oder gibt es da noch irgendwelche Nacharbeiten in dem Kontext? Den aktuellen Stand, den habe ich nicht, aber ich weiß, dass wir die Regulatorik, die hatten wir auf dem Mhm. Schirm und die haben wir logischerweise Mhm. wir haben die Projektdokumentation nebenbei mitgemacht. Mhm. Und wie man das halt macht, ne? Man fokussiert sich auf die Umsetzung und im Hintergrund zieht man die Dokumentation und die Beschreibung dessen, was man dort gemacht hat, zieht man nach. Ähm, Wenn man sie nicht schon zuvor als fachliche Anforderungen ausformuliert hat. Und so haben wir das hier auch gemacht und Mhm. haben dann auch, nachdem wir live gegangen waren, haben wir die Bilanz gezogen, haben geschaut, was brauchte nun der Wirtschaftsprüfer noch, um das Projekt und die Software dann auch testieren zu können. Und dann haben wir uns dort auch noch angenähert. Und Ja. haben natürlich die Sachen noch hingelegt und geliefert, klar. Mhm. Also, ähm, Stefan, ich würde sowas gerne jederzeit wieder mit dir machen, aber ich denke mal, dass du auch, Ja. ich sage mal, nichts dagegen hast, in den nächsten 10 oder 15 Jahren erstmal jetzt mit der Lösung zu arbeiten, die bei euch eingeführt ist.
Genau, ich Und das, glaube erstmal eine Konstanz in der Nutzung der Finanzbuchhaltung wär jetzt erstmal ganz gut an der Stelle, genau. ja, Aber ähm, wie gesagt, wir haben ja noch Weiterentwicklungsthemen, wo wir mit euch hm, zusammenarbeiten. Also da geht uns, glaube ich, die Arbeit nicht aus, weil Ideen haben wir immer, wie wir noch hm. ein bisschen besser die Software machen können oder sowas dann und hilfreicher in den Prozessen. Ja, Das ist ja auch die Herausforderung, ne? Dass man dann hinten raus an seine Prozesse rangeht und versucht, da Automation reinzubringen, an den Prozessen feilt, an der Qualität der Prozesse feilt und ähnliche Dinge. Das hört ja auch nie auf. Das ist ja ganz normal. Also ja. ganz lieben Dank euch beiden für das Feedback und für die Rückmeldung. Ich freue mich mit euch, dass wir so ein tolles Projekt machen konnten und ich hoffe, dass wir in der einen oder anderen Konstellation auch mal wieder was zusammen machen. Vielleicht, Stefan, der ein oder andere wird dich ja vielleicht auch anrufen und sagen, Mensch, sag mal, ihr habt da die und die Erfahrung gemacht, kannst du da noch mal was zu sagen? Ja. Ähm, und ja, dann danke an euch beide und würde ich sagen, zurück zu Inga, ne? Tschüss. Danke für die Einblicke und diese tolle Referenz, Stefan und Martin. Falls du jetzt Fragen rund um die Einführung einer neuen Software haben solltest, dann darfst du natürlich gerne auf uns zukommen. Unsere Kontaktdaten findest du unten in der Beschreibung zum Video. Da gibt es auch die Kontaktdaten bzw. die Links zu den Webseiten der aka Bank und von Adesso. Danke fürs Zuschauen und bis bald.